Was ist ein Utility Token und wie funktioniert er? Ich zeige dir anhand von 4 Fragen, wie ich das Potenzial von einem Utility Token besser einschätzen kann. Also schau das ganze Video, damit du alles verstehst. Und bei Fragen schreib einfach einen Kommentar. Noch schnell liken, abonnieren und viel Spaß. Hey, du tust dir schwer, Kryptowährungen zu analysieren und den passenden Coin für dich zu finden? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. In meinem Online-Kurs lernst du mit mir, wie du in 5 Schritten in Kryptowährungen investierst. Definiere deine finanziellen Ziele, bewerte deine Coins nach einem Punkteschema und erstelle dein passendes Portfolio. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. Utility Tokens sind digitale Vermögenswerte, doch sie sind keine klassische Anlageklasse. Utility Tokens existieren in erster Linie, weil sie einen Zweck, eine Utility erfüllen müssen. Die Tokens sind nicht wie die klassischen Kryptowährungen Bitcoin oder Monero, die zu den Currency Tokens zählen. Ein Utility Token dagegen kann, muss aber nicht zwingend als Währung, als Currency verwendet werden. Ein Utility Token ist kein Meme-Coin. Wirklich. Pepe, Baby Doge oder Floki kaufst du zum Spaß. Sie stehen nicht gerade für die technologischen Glanzleistungen unserer Blockchain-Technologie. Viele Einsteiger lernen aber die Kryptowelt wegen Meme-Coins das erste Mal kennen. Viele lieben sie deswegen. Als Beispiel, Pepe ist ein ERC20-Token. Es gibt keine Pepe-Blockchain, dadurch auch keine Pepe-Miner oder Validatoren für Pepe. Es wird für nichts genutzt, es gibt keine Nutzer, nur Käufer und Verkäufer. Ein Trader erklärt: Sobald die Börsen Pepe gelistet hatten, bildete sich die Spitze und der Coin verteilte sich. Übliche Praxis, wenn es um beliebte Münzen geht, die stark pumpen und an Popularität gewinnen. Übliche Praxis für Meme-Coins. Sie sind im Vergleich zu Utility Tokens abhängiger von den Anlegern, die schnell kaufen und schnell abverkaufen. Und wenn deren Emotionen nachlassen, dann stirbt der Coin und sein Kapital. Im September zum Beispiel waren nur 10% der Floki-Halter und 21% der Pepe-Halter im Profit. Anfang Dezember immerhin dann schon 24% der Floki-Halter und 37% der Pepe-Halter. Viele verfluchen sie. Eine Hassliebe mit Potenzial. Bitte schmeiß nur Geld in ein Meme-Coin, auf welches du verzichten kannst. Ein Utility-Token ist keine Aktie. Du hältst als Besitzer keine Unternehmensanteile und keine Mitspracherechte. Wenn der Marktwert eines Unternehmens steigt, steigt nicht zwangsläufig der Wert des Utility-Tokens. Andersherum, ein Utility-Token kann auch lange Zeit vor sich hin dümpeln, obwohl das Projekt dahinter super Fortschritte macht. Ein Utility-Token ist kein NFT. Ein NFT ist ein einzigartiger, nicht kopierbarer Vermögenswert, der ein Kunstwerk wie die Mona Lisa zum Beispiel repräsentieren kann. Oder eine Villa auf Bali oder wichtige Verträge, die nicht gefälscht werden sollen. Ein Utility-Token dagegen ist wie ein Bitcoin oder ein 10-Euro-Schein austauschbar. Ein Utility-Token ist also nicht so ganz wie Bitcoin, nicht wie Pepe, nicht wie eine moderne Aktie, nicht für eine digitale Mona Lisa. Tja, was ist er denn dann? Wie funktioniert er? In der IT steht eine Utility-Software für ein Dienstleistungsprogramm. Ein Dienstleistungsprogramm ist Teil vom Betriebssystem deines Computers. Denk zum Beispiel an den Task Manager. Der analysiert die Prozesse im Hintergrund und zeigt dir die aktuelle Auslastung deines Rechners an. Die BaFin hat die Bedeutung der, ich nenne es mal, technologischen Utility auf Krypto und die Blockchain-Industrie übertragen. Sie sagt: Bei reinen Utility-Token, App-Token, Nutzungstoken, Verbrauchstoken steht die alleinige Nutzung zum Bezug einer realwirtschaftlichen Dienstleistung im Vordergrund und nicht eine finanzielle Gegenleistung. Diese realwirtschaftliche Dienstleistung, die Utility, erkennst du als Nutzer manchmal direkt. Und zwar dann, wenn du den Token wie einen digitalen Gutschein für Dienstleistungen nutzt. In diesem Fall dient der Token als ein internes Zahlungs- und Tauschmittel innerhalb eines Systems. Der BEST-Token ist zum Beispiel der Ökosystem-Token von Bitpanda mit einer direkt erkennbaren Tauschmittelfunktion. Wenn du BEST hältst, erhältst du Zugang zum Treue- und Reward-Programm. BEST löst du wie einen Gutschein ein, um je nach VIP-Level Vorteile wie reduzierte Handelsgebühren zu erhalten. Mit einem Utility-Token können auch dem Nutzer direkt Stimmrechte innerhalb des Netzwerks übertragen werden. Diese Funktion wird auch Governance-Funktion genannt. Wer zum Beispiel den ARB-Token von Arbitrum besitzt, kann Teil einer DAO, einer dezentralen autonomen Organisation werden. Die Vorschläge werden selbstausführend ohne Zwischenstation bei den Kernentwicklern umgesetzt und sind nicht vergleichbar
mit den Aktionärsstimmrechten. Ach ja, und auch ich möchte dir mit meinen Videos eine direkte Utility bieten. Du sollst dir coole und unterhaltsame Infos zu Krypto und Blockchain erhalten. Wenn dir also diese Utility gefällt, dann einfach liken und abonnieren. So weiß YouTube, dass du meinen Content gerne nutzt und so unterstützt du meine Arbeit. Danke dir. Weiter geht's. Manchmal ist die Utility nicht für dich als Nutzer, sondern für ein Dienstprogramm gedacht. Der Token läuft dann im Hintergrund dieses Programms. Systemeigene Utility-Tokens dienen als Fundament, um ein ganzes Netzwerk wie eine Blockchain zu betreiben. Wir sprechen hier von einer Betriebsmittelfunktion. Bekanntestes Beispiel für eine Betriebsmittelfunktion ist Ether, ETH. Unterstützt als Gas- und Treibstofftoken die gesamte Ethereum-Blockchain und alle darauf laufenden Anwendungen. Jede Transaktion und Interaktion innerhalb des Netzwerks verlangt eine Transaktionsgebühr, die mit ETH gezahlt wird. Die meisten Utility-Tokens haben eine Mischung aus Tausch- und Zahlungsmittelfunktion und Betriebsmittelfunktion. Wie kannst du jetzt möglichst einfach das Potenzial eines Utility-Tokens einschätzen? Utility-Tokens zu verstehen kann ziemlich kompliziert sein. Ich habe für dich daher all den ganzen Kram auf nur 4 Fragen komprimiert. Je mehr diese Fragen auf einen Token zutreffen, desto besser. Die 4 Fragen sind keine Garantie für den Erfolg eines Projekts. Ich persönlich schätze jedoch damit Utility-Tokens leichter ein. Die Beispiele, die du gleich kennenlernst, sind daher auch Teil meines Portfolios. Frage 1. Welchen Zweck erfüllt der Token und wie mächtig sind die Bedürfnisse hinter diesem Zweck? Ein Beispiel. XRP ist der Token, der den XRP-Ledger antreibt. Darüber hinaus nutzen viele Finanzinstitute die grenzüberschreitenden Zahlungslösungen von Ripple, bei denen wiederum XRP und der XRP-Ledger genutzt wird. Das Bedürfnis, in Sekunden kostengünstig internationale Zahlungen abzuwickeln, halte ich für ein mächtiges Bedürfnis. Nostro-Konten, die Preisschwankungen zwischen 2 Währungen ausgleichen sollen, binden dabei hunderte Millionen von Dollar. Das Geld ist da, wird aber weggesperrt. Geld, was in produktivere Prozesse fließen könnte, wenn Banken zum Beispiel On-Demand-Liquidity von Ripple benutzen würden. Frage 2. Braucht der Nutzer oder das Dienstprogramm den Token zwingend? Beispiel. Constellation mit seinem Hypergraph-Netzwerk braucht den DAG-Token zwingend. Denn DAG sichert das Netzwerk und belohnt die Validatoren für ihre Arbeit. Ohne DAG können keine Knoten auf dem Hypergraphen und keine Metagraphen, das sind sowas wie kleine Mikronetzwerke, betrieben werden. Daneben hat DAG eine weitere Funktion mit einem intrinsischen Wert. DAG dient als tokenisierter Durchsatz für die Metagraph-Projekte. Das bedeutet, dass wenn diese Projekte für größere Transaktionen mit mehr Datensätzen mehr Bandbreite benötigen, es zu Mikrozahlungen in DAG kommt. Die erforderliche Kapazität wird in Form von DAG oder durch eine zusätzliche Datenrate der Knotenbetreiber bereitgestellt. Frage 3. Kann der Nutzer die Utility des Tokens einfach benutzen? Mit der Frage ziele ich darauf ab, dass ein Token noch so toll sein kann. Aber wenn zu viele technische Hürden im Weg stehen oder die Installation sehr aufwendig ist, dann sind die Nutzer raus. In Deutschland hatten im Jahr 2021 nur 66% der Unternehmen eine Webseite. Jedes dritte Unternehmen hat also keine Webseite. Nur 36% der Unternehmen nutzen Suchmaschinenmarketing. Ich habe noch Arztpraxen mit einem Faxgerät kennengelernt. Bis die meisten Unternehmen in Deutschland digital so weit sind, dass sie auf Blockchain und Utility-Tokens umstellen, da wachsen uns graue Haare. Gerade bei Projekten, die Kunden aus dem Nicht-Kryptosektor ansprechen, schaue ich daher nach, wie benutzerfreundlich die Technologie ist. Ein Beispiel. Der Quant-Token ist der Utility-Token vom Unternehmen Quant, auf dem verschiedene Softwarelösungen wie der Overledger aufbauen. Die Overledger-Plattform soll die mangelnde Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen lösen. Eine Art Betriebssystem für Blockchains. Um die Overledger-Plattform zu nutzen, muss ein Kunde wie eine Bank QNT-Tokens halten. Die Tokens können Sie leicht zugänglich in Form von Fiat-Geld erwerben. Darüber hinaus muss ein traditionelles Unternehmen keine Angst vor Technik haben, denn Quant bietet dafür Schnittstellen an. Über solche Schnittstellen können die Unternehmen ihre traditionelle Infrastruktur mit der neuen Technologie verbinden, ohne ihr eigenes System komplett umzustellen und die Mitarbeiter jahrelang zu schulen. Frage 4. Wird die Umlaufmenge knapper, wenn der Token nützlicher wird? Ein Beispiel. OMI ist der Utility-Token von Ecomi, der die
Vivi-App für digitale Sammlerstücke unterstützt. Mit jedem Kauf eines NFTs in der Vivi-App werden automatisch OMI-Tokens verbrannt. Die Tokens werden aktuell aus der In-App-Reserve verbrannt. Die Gesamtmenge an OMI nimmt ab, und zwar je mehr Sammlerstücke in der App gekauft werden. Die OMI-Menge in der Reserve sieht aber niemals die Umlaufmenge, weshalb diese Utility den aktuellen Preis vom Token weniger beeinflusst. Die Utility von OMI soll aber mit den kommenden Programmen zunehmen. Dadurch werden nicht nur die bisherigen Kryptokäufer, sondern auch die NFT-Sammler angeregt, OMI zu besitzen, denn mit OMI erhalten sie gleichzeitig mehr Vorteile beim Sammeln. Die Folge? Sie kaufen OMI und binden OMI im System. OMI wird aus der Umlaufmenge weniger. Ich vermute auch, dass OMI aus der Umlaufmenge angezapft wird, wenn die App-Reserven ausgehen. Unabhängig davon treibt die Community die Burn-Mechanismen von OMI voran über separate Play-to-Burn-Projekte. So, das waren jetzt die 4 Fragen. Zu XRP, DEG, Quant und OMI als die Beispiele findest du extra Videos auf meinem Kanal. Ebenso gibt es weitere Videos zu spannenden Utility-Tokens wie VeChain, XLM, XCC, HBAR, Chainlink, Ocean, Polygon und viel, viel mehr. Schau dich einfach um und finde heraus, was dich an Krypto so fasziniert. Findest du deinen Lieblingstoken nicht auf dem Kanal? Schreib mir doch einen heißen Tipp als Kommentar, auch ich lerne gern dazu. Der erste Tipp ist der aktuelle Preis ist nicht der Wert. Warren Buffett sagte dazu mal, der Preis ist das, was Sie bezahlen, der Wert ist das, was Sie bekommen. Frag dich also, wenn du kaufst, ist der Token vielleicht gerade über- oder unterbewertet? Kaufst du vielleicht gerade zu teuer oder sehr günstig ein? Und der zweite Tipp, es gibt ganz nüchtern betrachtet nicht den besten Token mit der größten Utility. Brot ist auch nicht besser als Gold. Für 768 Millionen Menschen, die in diesem Moment weltweit hungern, ist Brot nützlicher als Gold. Sie wären dankbar, Essen zu haben. Utility ist also subjektiv. Wirklich. Keine einzige Kryptowährung kann allein alle Nutzerbedürfnisse auf dieser Welt befriedigen. Nicht mal Bitcoin. Hey, das war's zum Thema Utility Tokens. Ich hoffe, dir helfen die 4 Fragen, um ein bisschen durchzublicken. Wenn dir das Video eine Utility gebracht hat, lass doch schnell ein Like und ein Abo da. So unterstützt du meine Arbeit. Danke dir. Ansonsten freue ich mich auf dich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, erhol dich gut. Tschüss. Du sollst hier coole, unterhaltsame Constellation mit seinem Hypergraph Netz Hypergraph.